Happy Holidays! Und mit diesem Motto starten wir in eine neue Episode vom Winterdorf. Ihr seht, ich habe mich diesmal schon richtig gekleidet für ein Winterdorf-Video. Ich bin aber auch winterlich gekleidet mit meiner Jacke. War super. Ich bin auch winterlich gekleidet. Sehr gut. Genau, also wir haben vor kurzem ja euch erzählt, dass wir jetzt am Winterdorf gearbeitet haben und da hatten wir noch sehr viele andere Ideen dazu bekommen und wir haben weitergearbeitet. Danke auch für eure lieben Kommentare. Ich hoffe, ihr seid auch schon in Weihnachtsstimmung. Wenn nicht, dann seid ihr spätestens nach diesem Video. Rita ist schon wahnsinnig und sie macht mich auch wahnsinnig. Sie singt den ganzen Tag nur Weihnachtslieder und baut am Winterdorf. Und sie wird euch heute zeigen, was sie da Neues gemacht. Übrigens, ich habe mich extra für euch heute rasiert. Ja, und falls ihr euch fragt, wieso die Kameraeinstellung nicht ganz so gut ist, das ist, weil ich die Kamera halte und ich habe so kurze Arme. Rita ist heute der Boss und sie wird euch jetzt mal zeigen, was sie im Winterdorf mit meiner Mithilfe alles geschafft hat. Das stimmt. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Also, über die schöne, wunderbare Zuganlage. Bleib noch kurz ein bisschen stehen und film drauf. Na, die wunderbare Zuganlage. Wunderbar. Sehr, sehr wunderbar. Aber über die geht es dann zum noch wunderbareren Winterdorf. Und ihr seht schon, wenn ich hier nur einen kleinen Schwenk mache, es hat sich was getan. Und das ist, möchte ich mal anmerken, die Frechheit des Tages, wenn ich das mal so nennen darf. Naja, dass Rita in meinen Steinesammlungen wühlt und alles rausfischt, was sie nur so kriegen kann, daran habe ich mich ja schon gewöhnt. Aber seht euch mal das hier an. Und das hier. Jetzt fischt sie sogar schon Steine aus meiner Lego-Technik-Sammlung. Sie hat da einfach von den Felgen die Gummis runtergetan und das jetzt als Sessellift verwendet. Naja, man braucht das und ich habe sogar hier Technikteile verbaut, einen Masten verbaut. Genau, und warum? Weil wir natürlich, ich meine, wie konnten wir das vergessen im ersten Video? Wir brauchen natürlich einen Lift, damit die Leute auch auf den Berg hinaufkommen, ganz klar. Und da habe ich mich jetzt versucht, dass ich hier einen baue. Ich gehe mal da ein bisschen weiter, damit ihr das in voller Pracht sehen könnt. Ihr seht schon, es stellen sich schon die Leute an, beziehungsweise... Das ist übrigens die zweite Frechheit des Tages. Das Teil ist ein bisschen vergilbt, aber ich wollte das eigentlich jetzt wieder mal bleichen. Vielleicht wisst ihr ja, von welchem seltenen Set hier dieses Teil ist. Ich weiß und Rita hat das einfach genommen und für das Häuschen des Liftwarts hergenommen. Ich habe mir gedacht, ich mache dir eine Freude, damit dass ich so eine super, ich glaube, eine Zugtür verbaue. Keine Ahnung. Eine Freude hättest du mir gemacht, wenn du das Set vervollständigt und aufgebaut hättest, aus dem da die Tür stand. Ach so, gut. Aber gut, ich habe mich daran gewöhnt. Es ist so, was ich interessant finde, ist, der Liftwart, der ist ziemlich hart gesotten und hält einiges aus, denn er hat gar keine Fenster in seinem Rahmen drin. Die müssen wir vielleicht noch nachträglich einbauen. Vorne habe ich schon Fenster drinnen. Jetzt sieht man das so schlecht hier. Kannst du mir da mal ein bisschen helfen? Naja, also ich würde ja sagen, hier ist das ein klassisches Skihäuschen, wo die Technik des Sessellifts drinnen ist. Ja. Und hier stellen sich schon Leute an und es gibt auch hier diese Matten, diese Förderbänder, die hier so fahren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Genau. Das Einzige, was ich mich frage, ist, hier fährt gar niemand. Ja, das ist eben die Sache, warum ich euch wieder mal brauchen würde. Denn ich möchte ja eben einen Sessellift, weil ich mir gedacht habe, gut, die einen mit diesen komischen Bügel, ihr kennt das sicher, wo man sich so komisch draufsetzen muss. Erstens mal sind die unangenehm und zweitens mal schwierig, dass man die da fahren lässt. Dann eine Gondel, das war mir auch irgendwie zu viel Aufwand, das zu bauen. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht einen Sessellift. Und wir haben jetzt 3 Varianten von Sessellift gebaut und wissen aber nicht, welche wir jetzt hier
verwenden sollen. Ich präsentiere die Nummer 1. Eine Kreation von mir. Genau. Die extrem cool ausschaut, finde ich. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, wenn da jetzt eine Person sitzen würde, dann würde die ja da gar nicht mit dem Kopf durchkommen. Momentan das ist mit dem Überkopfbügel sehr praktisch, dann können die Leute auch Skier anziehen. Das stimmt. Aber das Problem ist hier, wir müssen die Figuren ohne Kopf fahren lassen. Denn die sind trotzdem ein bisschen größer, als wie der Bügel jetzt zulässt. Genau. Und das wird sich nicht ausgehen. Also die Variante, die wird vielleicht ausscheiden müssen. Ja, oder irgendwie umgebaut werden, dass sie dann funktioniert. Variante Nummer 2. Variante Nummer 2 ist auch genau mit diesen Bügeln gelöst. Ihr seht, die kann man dann so cool auf- und zuklappen. Moment, die Kamera fokussiert momentan nicht. So, jetzt ist es besser. Okay. Ja, die ist auch ganz nervös. Und das ist eben der Bügel dann von unten. Was sich sehr gut eignet, die bekommen den dann schön über den Schoß. Genau. Das Einzige, was Rita an dieser Variante nicht mag, ist, dass man sie dann keine Skier anziehen lassen kann, die Figuren. Also es ist dann ein bisschen problematisch, denn die können nur so rauffahren und müssen die Skier in der Hand halten. Eben. Auch nicht so cool. Deswegen haben wir jetzt mal... Oder wir haben schon überlegt, ob man dann die Skier dann hier irgendwie reinlegt. Das wäre vielleicht möglich, genau. Ja. Ja. Und Variante Nummer 3. Variante Nummer 3. Rita versucht sich immer mehr an Technik. Vielleicht baut sie als nächstes bald mal einen Technik-Mock. Das wäre ja mal cool. Wer weiß, wer weiß. Das wäre irgendwie die Variante, die mir derzeit noch am besten gefällt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt mal mir diese Oma schnappe, dann hätte ich mir gedacht, vielleicht, die sitzt dann da zwar ein bisschen schief drinnen. Ihr seht's. Moment, fuchtel nicht so herum. Entschuldigung. Jetzt kann ich es nicht fokussieren. So, jetzt. Genau, die sitzt jetzt aber ein bisschen schief drinnen. Ihr seht das. Dafür habe ich hier den Bügel von vorne. Und ich könnte ja rein theoretisch noch Ski, glaube ich, anziehen. Das dürfte sich ausgehen. Oder auch ein Snowboard. Genau. Wir sind da auf jeden Fall noch nicht ganz auf einen grünen Zweig gekommen. Bitte schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt bezüglich des Sessellifts. Wir haben vor, hier auf diese Anlage vielleicht 4 oder 5 Garnituren raufzuhängen. Natürlich sind die ein oder anderen vielleicht auch gerade in der Station. Aber da haben wir noch nicht zu 100% die perfekte Lösung gefunden und gestern mal ein bisschen herumprobiert. Aber ja, das wird auf jeden Fall noch werden und ich denke mal, dass wir gehen jetzt gleich dort rüber, wo Rita steht, dass das mit dem Sessellift hier ganz nett aussieht. Genau. Und während wir da hinübergehen, ihr könnt es dann von der anderen Seite auch noch gerne anschauen, bitte noch kurz eine Einstellung auf meine Schneeballschlacht, auf meine kleine. Ihr seht das hier fliegen die Schneebälle hin und her. Die beiden Mädels, die da stehen, schießen den armen Jungen ab. Das hat Rita wieder mal sehr cool gemacht mit den Nylonfäden. Das heißt, die 1x1er Runden in Weiß, die fliegen und ja, wahrscheinlich, das ist eine Momentaufnahme. Eine Sekunde später wäre der Junge wahrscheinlich schon mit einem Schneeball im Gesicht dagestanden. Hier ist auf jeden Fall jetzt viel aufgeräumter. Ja. Wir haben hier jetzt die neue Siegerehrung aus dem Skirennen. Ja. Und viele Figuren sind dazugekommen. Die Häuser sind zum Teil, glaube ich, auch ein bisschen anders angeordnet. Ein bisschen, aber was sich noch verändert hat, ist hier bei dieser Bahnstation, die wurde mit Schnee zugeschüttet, weil sie sonst irgendwie... Ja, da ist unten drunter einfach gar nichts gewesen. Das hat uns nicht so gut gefallen. Auf jeden Fall das ganze Areal noch viel mehr mit Schnee bedecken und uns da noch ein bisschen spielen. Und da haben wir gedacht, da fangen wir mal mit der Bahnstation an. Falls ihr fragt, ist die Station jetzt fast nicht ein bisschen weit weg vom Zug, damit die einsteigen können. Und ihr seht, ja, es ist
Also die Figuren müssen schon einen kleinen Sprung machen, damit sie hineinkommen. Vielleicht geben wir da noch eine oder zwei Reihen Steine weg. Mal sehen, ob sich das ausgeht. Hier auf jeden Fall nochmal von dieser Seite hier den Sessellift, den man eigentlich, muss man genau hinschauen, dass man ihn sieht, aber er macht auf jeden Fall ein cooles Bild und trägt dazu bei, dass die Stadt noch ein bisschen dreidimensionaler wird. Ich finde auch. Und dann habe ich Christoph engagiert, unseren Bergbauer. Das hört sich jetzt irgendwie so an, wie wenn du Kühe hättest oder sowas. Egal. Und er hat begonnen, einen Berg zu bauen. Ja, liebe Freunde, ich will schon seit längerer Zeit eure tollen Ideen in Bezug auf die Anlage am Hafen umsetzen, aber da hat sich wirklich noch nicht viel getan, da ich nicht dazu komme, weil ich nur von Rita eingeteilt werde. Sie hat sich schon vor längerer Zeit jetzt mal gewünscht, dass wir hier den Berg weiterbauen. Da haben wir ja mal diese Erweiterung gemacht, die habt ihr vielleicht gesehen und jetzt wollte Rita hier, dass der Berg weitergeht. Ich bin jetzt fast fertig, hier bis zum Eishockeyfeld, weil wir da ja noch irgendeine kleine Tribüne vorhaben, dass hier die Leute dann sitzen können und sich das anschauen. Und auf der Hinterseite seht ihr mal, wie das aussieht, wenn wir gerade dabei sind. Ja, das finde ich am allercoolsten. Also da sieht man wirklich, dass der Christoph da drunter eben irgendwelche Legosteine verwendet, die man halt so vielleicht nicht unbedingt braucht, rosa Steine, irgendwelche alten mit Loch, was weiß ich. Und die nicht so schönen Steine, die kommen einfach da unten drunter und dann baut er das immer so super. Wir haben da jede Menge, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, vergilbte, zerkratzte, zerbissene und keine Ahnung was, sonst noch Steine. Ja. Aus diversen Konvoluten und die verwenden wir dann immer für den Unterbau. Und ja, ich habe mich dafür entschieden, das jetzt mal hier ein bisschen stabiler zu bauen als dort vorne. Der Teil dort vorne ist nämlich eher filigran aufgebaut und da haben wir schon manchmal etwas bereut, das gemacht zu haben, weil das irgendwie nicht besonders gut gehalten hat, speziell wenn dann jemand herkommt und eine Minifigur platzieren will, da ist schon so manches Teil wieder eingebrochen. Ja, das stimmt. Aber soweit auf jeden Fall zum Winterdorf. Was mit dem zweiten Zug passiert, das wissen wir momentan noch nicht. Nein. Aber wir werden jetzt mal den Berg ein wenig weiterbauen und warten dann auf eure Kommentare in Bezug auf die Sessellifte. Oh ja. Hier liegt noch jede Menge Kleinkram herum. Das ist zum Teil aus den Adventkalendern. Das möchten wir aber auch vielleicht irgendwo unter einen Weihnachtsbaum stellen. Mal sehen. Vielleicht nicht alles, aber einen Teil davon bestimmt und das wird dann sicher, ich habe mir gedacht, dass der Berg hier dann noch ein bisschen Richtung Straße schwenken wird. Mhm. Das heißt, wir hätten dann hier vielleicht noch einen kleinen Platz für einen Glühweinstand oder sowas und dann kann Weihnachten auf jeden Fall kommen. Auf jeden Fall. Genau. Und in dem Sinne trinkt auch ihr einen Schluck Kakao, Glühwein, Punsch, was auch immer, esst ein paar Kekse dazu und falls euch dann ein Vorschlag für den Sessellift kommt, bitte schreibt es in die Kommentare hinein, denn das würde uns wirklich sehr freuen, damit der endlich dann fertig wird und die Leute auch endlich Skifahren gehen können. Ich bin gespannt. Ganz richtig. Ja. Und mit einem letzten Blick auf unser Winterdorf entlassen wir euch heute. Wir werden jetzt diesen Zug dann auf jeden Fall auch mal elektrifizieren, denn der hat jetzt schon einen Motor bekommen im Tender, aber die Strecke ist noch immer nicht mit einem Trafo versehen. Ja. Und dann bauen wir hier noch ein bisschen weiter und geben euch natürlich wieder mal Bescheid, wenn es hier was Neues zu vermelden gibt. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und tschüssi!